Hallo YouTube, sehr geehrte Wissenschaftler, Forscher und Suchende. Ich sagte es bereits, es geht um die größte Theorie, die es in der Wissenschaft zu lösen gilt. Ihr Name, die Theorie von allem. In Deutschland kennt man sie sehr häufig unter der Bezeichnung Weltformel. Wenn Sie sich aber mal die Mühe machen und im englischsprachigen Raum nachsehen, dann werden Sie feststellen, dass man für diese Theorie auch noch ganz andere Bezeichnungen verwendet. Ja, also werden Sie feststellen, dass man dort den Begriff Final Theory verwendet, also finale Theorie. Sie werden den Begriff Master Theory finden, also Meister-Theorie. Sie finden den Begriff Ultimate Theory, endgültige Theorie. Sie werden aber auch auf den Begriff World Formula, Weltformel stoßen oder auf den Begriff Theory of Everything, also die direkte deutsche Übersetzung Theorie von allem. Wenn Sie das mal statistisch auswerten, dann werden Sie feststellen, das können Sie heute über Google sehr gut machen, indem Sie einfach die englischen Bezeichnungen nehmen und immer bitte dazu den Zusatz Physics eintragen, denn sonst werden Sie auf eine Reihe von Suchbegriffen stoßen, die nicht unbedingt was mit der Physik zu tun haben. Dann werden Sie feststellen, dass der Begriff World Formula, also Weltformel, circa 3,5% von den gerade insgesamt von mir genannten Begriffen ausmacht. Was will ich damit sagen? Nun, dass der Begriff Weltformel im englischsprachigen Raum so gut wie kaum eine Rolle spielt. Nur wir hier in Deutschland verwenden diesen Begriff sehr häufig. Wir kennen ihn ungefähr zu 75-76%. Ohne jetzt weiter in die Statistik eintauchen zu müssen, möchte ich Ihnen direkt eines vorweg sagen. Vergessen Sie alle folgenden Begriffe. Vergessen Sie den Begriff Final Theory, Master Theory, Ultimate Theory und World Formula. All das sind nicht die richtigen Bezeichnungen. Egal welcher Wissenschaftler Ihnen da irgendwas erzählen möchte, und wenn es ein Nobelpreisträger ist, die einzige richtige Bezeichnung für diese Theorie lautet Theorie von allem. Ja, ich werde darauf nochmal zu sprechen kommen, ich bitte Sie es einfach erstmal nur so hinzunehmen. Worum geht es in dieser Theorie? Was ist eigentlich das Problem? Nun, die Theorie von allem ist in erster Linie ein physikalisches Problem. Und dort speziell ein Problem der theoretischen Physik. In der theoretischen Physik stehen sich zwei große Theorien gegenüber. Das ist auf der einen Seite die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein und auf der anderen Seite die Quantentheorie. Diese beiden Theorien können nach derzeitigem Erkenntnisstand der Wissenschaftler derzeit nicht miteinander vereint werden. Die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein beschreibt die Gesetze im Großen, ist also insbesondere bei großen Massen oder überhaupt bei Massen anwendbar und Beschleunigung. Warum? Weil jede Masse an eine andere Masse der Materie und jedes Teilchen an ein anderes Teilchen gebunden ist. Wir sprechen in diesem Zusammenhang auch von teilbaren Einheiten. In dieser Theorie werden Sie so Begriffe finden wie Gravitation. Ein anderes Wort dafür ist schwächste Wechselwirkung. Ja, die Physik meint mit Wechselwirkung immer eine Kraft und hier speziell eine von 4 Grundkräften. Und Sie werden natürlich auch die berühmte Einsteinsche Formel E = m = c², also Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat, wiederfinden. Mehr müssen Sie zu dieser Theorie auch schon gar nicht wissen. Demgegenüber steht die Quantentheorie. Die Quantentheorie wurde von den verschiedensten Wissenschaftlern formuliert und aufgestellt. Ja, angefangen von Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli, Einstein hat mitgewirkt, Stephen Hawking, Steven Weinberg und eine Reihe anderer Wissenschaftler. Die Quantentheorie beschreibt die Gesetze im Kleinen, beschreibt die Gesetze zwischen den einzelnen Teilchen und auf begrenztem Raum. In dieser Theorie sprechen wir von unteilbaren Einheiten. Warum? Weil ein Quant unter anderem definiert ist als unteilbare Einheit. Und in dieser Theorie werden Sie Begriffe finden wie die elektromagnetische Wechselwirkung, die starke und die schwache Wechselwirkung. Die schwache ist nicht zu verwechseln mit der schwächsten. Die schwächste gehört in die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein. Und die schwache in die Quantentheorie. Und diese 3 Wechselwirkungen innerhalb der Quantentheorie konnte man relativ gut vereinen zur sogenannten Grand Unified Theory, große vereinheitlichte Theorie. Abgekürzt GUT oder GATT ausgesprochen, je nachdem, wie Sie es haben wollen. Das G steht für Grand, das U für Unified und das T für Theory. Manchmal werden Sie feststellen, dass der Begriff Grand Unified Theory auf die Theorie von allem angewandt wird. Ja, wenn Sie das hören oder lesen, vergessen Sie das. Das ist nicht richtig.
Ja, Sie können jetzt natürlich sagen, wieso, warum kann ich theoretisch nicht diesen Begriff auch auf die Theorie von allem verwenden? Ja, große, vereinheitlichte Theorie. Ja, das rein theoretisch könnten Sie das. Aber wenn Sie das machen, dann machen Sie wieder nichts anderes, als wieder einen Begriff über eine Theorie stülpen, die diesen Namen nicht verdient. Ja, nochmals, ich sagte es bereits. Die einzige richtige Bezeichnung für diese Theorie lautet Theorie von allem. Ich werde darauf nochmal zu sprechen kommen. Ich bitte Sie es einfach nur mal so, erstmal so hinzunehmen. Um diese beiden Theorien geht es, ja, um die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein mit den Gesetzen im Großen, ja, und den teilbaren Einheiten, und auf der anderen Seite steht die Quantentheorie mit den Gesetzen im Kleinen, mit den unteilbaren Einheiten, und das ist das große Problem. Wie können wir die Gesetze im Großen mit den Gesetzen im Kleinen, die teilbaren mit den unteilbaren Einheiten vereinen? Das ist das Grundproblem der theoretischen Physik. Und am Ende soll daraus sogar noch eine Urkraft entstehen. Darum geht es also. Das ist das Grundproblem der Physik. Und seit 100 Jahren versuchen Physiker, dieses Problem zu lösen. Bislang ohne Erfolg. Warum kann ich jetzt nun sagen, dass ich diese Theorie gelöst habe? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir mal 17,5 Jahre ungefähr in meine Vergangenheit zurückreisen. Und zwar genau zum 23. November 1998. An diesem Tag starb mein Vater. Das war damals, wie sich der eine oder andere sicherlich vorstellen kann, für mich eine sehr schwere Zeit. Bevor mein Vater starb, war meine Welt in Ordnung. Ja, ich hatte eine sehr schöne Kindheit, meine Eltern haben mir eine sehr schöne Kindheit ermöglicht, eine sehr schöne Jugend. Ich hatte viele Freiheiten, ich konnte studieren, was ich wollte, mir hat es an nichts gemangelt. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt sehr viele Partys gefeiert, bin 2-3 Mal die Woche weggegangen, habe viel getrunken mit meinen Freunden, viel Blödsinn gemacht, viel Mist erlebt. Ja, bis zu diesem Tag, da war meine Welt plötzlich anders. Ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll, bin ich sozusagen aus dem Leben aufgewacht. Ja, an dem Tag wollte ich antworten. Ich wollte wissen, hätte mein Vater noch gerettet werden können? Hätte er noch leben können? Und so habe ich mich mit der Medizin beschäftigt, mit medizinischen Randbereichen, mit Biologie, Chemie, Physik, Mathematik. Ich habe mich mit untergegangenen Kulturen beschäftigt, Mythologien und einen Haufen anderer wissenschaftlicher Disziplinen. 13 Jahre habe ich in der Wissenschaft nach Zusammenhängen und Strukturen geforscht. Und während dieser Suche bin ich auf ein uraltes Buch gestoßen. Keiner weiß, wer das Buch geschrieben hat. Keiner weiß, wie alt das Buch ist. Da existieren die unterschiedlichsten Auffassungen und Spekulationen. Manche würden sagen, das Buch sei 100 Jahre alt. Andere wiederum würden sagen, die ersten Inhalte tauchten so 200 nach Christus auf. Und wiederum andere vertreten die Auffassung, der Inhalt des Buches sei 4500, 4600 Jahre alt. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, das Buch sei mehrere 10.000 Jahre alt. Nichts Genaues weiß man, es ist reine Spekulation. Sehr geehrte Wissenschaftler, Forscher und Suchende da draußen, das, was ich Ihnen jetzt sage, kann ich auch nicht beweisen. Das ist meine persönliche Überzeugung. Nach allem, was ich bislang über diese Theorie weiß und weil ich weiß, wie sie zu lösen ist und aufgrund ihrer Forschungsergebnisse, bin ich persönlich zu 100% davon überzeugt, dass dieses Buch mehrere 10.000 Jahre alt sein muss, mindestens aber 5.000 Jahre oder älter. Wie gesagt, beweisen kann ich es nicht, das ist meine persönliche Überzeugung. Dieses Buch wurde 1908 zum ersten Mal in Chicago im Englischen veröffentlicht. Ja, jetzt werden Sie sich fragen, ja, wie 1908, wie kann es dann mehrere 10.000 Jahre alt sein? Nun, ich sagte, es wurde veröffentlicht. Der Inhalt dieses Buches ist wesentlich älter. Dann verschwand es, wurde nicht mehr aufgelegt und tauchte so in den 60er Jahren ungefähr wieder auf. Und in Deutschland auch mit einer sehr guten Übersetzung. Als ich auf das Buch gestoßen bin, habe ich es mir gekauft und durchgelesen. Und nachdem ich das gelesen hatte, da wusste ich, dass wenn ich von irgendetwas überzeugt bin, dann von diesem Buch. Sehen Sie, ich will direkt vorweg sagen, ich bin kein Bibelgläubiger. Ja, mir bringt die Bibel nicht viel. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles, was in der Bibel drinsteht, verkehrt ist. Ja, wenn da einer von Nächstenliebe redet, dann ist mir das 1000-mal lieber, als wenn einer Hass predigt. Oder wenn dort etwas von den 10 Geboten drinsteht, die sozusagen das erste Grundgesetz der Menschen abbildet, um ein vernünftiges Miteinanderleben zu ermöglichen, dann werde ich dem auch ohne Wenn und Aber zustimmen. Aber ansonsten bringt mir das Buch nicht viel. Ja? Für mich sind das so
bruchstückhafte Überlieferungen, Erzählungen, die man gesammelt hat, zu Büchern zusammengebunden hat, und mehrere Bücher gab halt die Bibel. So nüchtern betrachte ich das. Ja, das ist jetzt nicht abwertend gemeint. Wenn jemand in diesem Buch seinen Seelenfrieden, sein Seelenheil finden kann, dann sei es ihm gegönnt. Ja, bei mir ist das aber de facto nicht der Fall. Aber warum war das Buch, von dem ich hier rede, anders? Was ist das Besondere an diesem Buch? Nun, das werde ich Ihnen sagen. Genau 5 Dinge, 5 Sachverhalte sind besonders. Und die werde ich Ihnen jetzt nennen. Von den 5 werde ich Ihnen aber erstmal nur 4 nennen. Der 5. Punkt, der kommt an einer anderen Stelle. Die erste Besonderheit: Das Buch enthält eine untergegangene, verloren gegangene Philosophie aus dem alten Ägypten und Griechenland. Die zweite Besonderheit: In dem Buch ist die Rede von Gesetzen, von Prinzipien. Das sind nicht irgendwelche Gesetze oder Prinzipien. Es sind die höchsten und zugleich grundlegendsten, sprich fundamentalsten Prinzipien einer jeden wissenschaftlichen Disziplin. Sie gelten in der Physik auf den unterschiedlichsten Ebenen, im Großen wie im Kleinen, sowie in der Mathematik, in der Biologie, in der Chemie und in jeder anderen Wissenschaft, die diesen Namen verdient. Ja, diese Gesetze sind auch in der Wissenschaft mehrfach bewiesen, belegt und anerkannt worden. Das ist das Besondere an diesen Prinzipien. Die dritte Besonderheit: In dem Buch ist die Rede davon, dass es sich bei diesen Prinzipien um Wahrheits- und Weisheitslehren handelt. Jetzt weiß ich, was man alles über Wahrheit und Weisheit philosophieren könnte. Was ist schon Wahrheit, was ist schon Weisheit? Ja? Lassen wir all diese unendlichen Diskussionen einfach mal weg. Akzeptieren wir einfach mal wertfrei, dass es da drin steht. Ob dem so ist, ob es Wahrheiten sind, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Und die 4. Besonderheit, und wie gesagt, der 5. Punkt kommt an einer anderen Stelle. Die 4. Besonderheit: Dieses Buch hat einen ganz merkwürdigen, kuriosen Namen. Keiner weiß, was dieser Name zu bedeuten hat. Es steht auch in dem Buch explizit drin, dass der Ausdruck über die Jahrhunderte verloren gegangen ist. Sehr geehrte Wissenschaftler, Forscher und Suchende, mir ist es gelungen, diesen Ausdruck, diesen Buchtitel entschlüsseln zu können. Wie habe ich das gemacht? Nun, mit Hilfe der Etymologie. Die Etymologie ist ein Teilbereich der linguistischen Wissenschaften, also der Sprachwissenschaften. Und dort ein besonderer Teil der historischen Sprachwissenschaften. Und Etymologie bedeutet, also es ist altgriechisch und enthält 2 Wörter. Etymos für wahr und Logos das Wort. Also frei übersetzt, die Wahrheit im Wort zu finden. Und Wörter bestehen bekanntlich aus Silben. Und anhand dieser Silben bin ich zweifelsfrei in der Lage, dieses Buch als die legendären Schlüssel Salomons herleiten zu können. Diesen Beweis werde ich noch erbringen. Aber der kommt an einer etwas späteren Stelle. Die Salomo-Geschichte, Sie erinnern sich, ja, die steht in der Bibel. Jetzt müssen wir noch mal einen kleinen Schwenk in die Bibel machen. Ja, jetzt werden sich Physiker und Mathematiker vielleicht fragen, was hat das alles mit dem Grundproblem der theoretischen Physik zu tun? Ich bitte Sie, sich nur noch ungefähr 10 Minuten zu gedulden. Ja? Dann kommen wir auf Ihr physikalisches Grundproblem zu sprechen. Wir müssen aber jetzt diesen Schritt nochmal in die Bibel machen, weil dort die Salomo-Geschichte drinsteht. Und wie gesagt, ich bin selber kein Bibelgläubiger, aber wir müssen diesen Schritt machen, damit Sie auch das Ausmaß dieser Theorie erkennen und begreifen, worum es hier eigentlich wirklich geht. Die Salomo-Geschichte ist Teil des Alten Testaments und dort vor allem im Buch der Könige. Ja, und im ersten Buch der Könige, da finden Sie eine Bibelstelle, die haben Sie auch sicherlich alle schon mal gehört, zumindest die meisten von Ihnen. Dort steht drin: Eines Tages betete Salomo zu Gott und er wünschte sich statt Reichtum und Macht Weisheit, um sein Volk weise regieren zu können. Gott erhörte ihn, war erfreut und verzückt von dem, was Salomo sich da wünschte, und er schenkte ihm daraufhin Weisheit und alles, was dazugehört. So oder so ähnlich steht es in der Bibel, je nachdem, welche Bibelquelle Sie gerade oder Bibelversion Sie gerade zugrunde legen. Das Problem? Keiner weiß, ob diese Bibelstelle stimmt. Stimmt sie nicht? Stimmt sie vielleicht teilweise? Und wenn sie teilweise stimmt, was sind das für Weisheiten und wo befinden die sich? Sehr geehrte Wissenschaftler, Forscher und Suchende da draußen, ich sage Ihnen, wo die sich befinden. Die befinden sich genau in diesem Buch, von dem ich hier die ganze Zeit rede. Woher weiß ich das? Nun, ich sagte Ihnen bereits, dass ich etymologisch den Buchtitel als die legendären Schlüssel Salomons herleiten kann.
Ja, diesen Beweis bin ich Ihnen auch schuldig. Den werde ich auch noch an späterer Stelle anführen. Ich sagte ebenfalls, dass in dem Buch ist die Rede von einer untergegangenen, verloren gegangenen Philosophie. Und Philosophie bedeutet übersetzt Liebe zur Weisheit. Da finden wir auch schon das Wort Weisheit drin enthalten. Ich sagte ebenfalls, das Buch enthält Prinzipien. Das sind nicht irgendwelche Prinzipien, es sind die fundamentalsten Prinzipien einer jeden wissenschaftlichen Disziplin. Sie gelten in der Physik auf den unterschiedlichsten Ebenen, im Großen wie im Kleinen. Sie gelten in der Mathematik, in der Biologie, in der Chemie und in jeder anderen wissenschaftlichen Disziplin. Also müssen sie schon sehr wahr sein, vor allen Dingen, weil sie auch in der Wissenschaft bereits mehrfach bewiesen, belegt und anerkannt worden sind. Ich sagte ebenfalls, in dem Buch ist explizit die Rede davon, dass es sich um Wahrheits- und Weisheitslernen handelt. Nun, ob es sich um Wahrheits- und Weisheitslernen handelt, sehen Sie, da habe ich mir folgende Frage gestellt. Wenn ich hier tatsächlich das legendäre Buch Salomons oder die Schlüssel Salomons in den Händen halte, ja, da muss ich damit auch in der Lage sein, wenn der Inhalt stimmt, eines der größten Probleme oder Geheimnisse der Menschheit damit lösen zu können. Wenn ich das kann, wenn ich das inhaltlich zeigen kann, dann habe ich es auch inhaltlich nachgewiesen, dass es sich hier tatsächlich um Wahrheit und Weisheit handelt und somit um die legendären Schlüssel Salomons handelt. Diese Fragestellung, das war aber die zweite. Die erste war eine etwas andere. Als ich damals auf dieses Buch gestoßen bin, und ich sagte es Ihnen ja bereits, ja, da war ich sofort davon überzeugt, von diesem Buch, also von dem Inhalt des Buches. Und ich bin jetzt nicht hingegangen, wie es vielleicht so viele machen würden, als ich da was von Wahrheits- und Weisheitslernen gelesen habe und habe das einfach mal so weggewischt, so nach dem Motto, ach, das ist ja eh alles Unsinn. Nein, ich habe einfach mal unterstellt, angenommen, das stimmt, was da drin steht. Angenommen, es sind Wahrheiten und Weisheiten. Dann ist eines auch ganz klar, Wahrheit und Weisheit setzt Wissen voraus. Denn ohne Wissen werden wir nie in der Lage sein, Wahrheiten beurteilen zu können, geschweige denn Weisheit zu erlangen. Also habe ich mir damals gesagt, dann muss man das Buch auch als das Buch des Wissens bezeichnen können. Da war die nächste Frage, die sich mir gestellt hatte, ja, wenn ich hier tatsächlich das Buch des Wissens in den Händen halte, dann muss ich damit auch in der Lage sein, Wissen schöpfen zu können. Ja, andernfalls wäre es ja nicht das Buch des Wissens. Auch noch logisch und nachvollziehbar. Die nächste Frage, die ich mir dann stellte, war, wie aber schöpft man Wissen? Das ist eine Frage, die ist sicherlich leichter gestellt als beantwortet. Wie schöpft man Wissen? Sehen Sie, interessanterweise hat das gar nicht so lange gedauert. Ich kann Ihnen gar nicht mehr sagen, ob es 1, 2 Sekunden oder 1, 2 Minuten gedauert hat, aber mir war relativ schnell klar, dir muss es gelingen, eines der größten Probleme der Menschheit oder Geheimnisse der Menschheit mit diesem Buch lösen zu können. Wenn ich das schaffe, wenn ich das zeigen kann, dann habe ich es auch inhaltlich nachgewiesen, dass es sich hier um das Buch des Wissens bzw. um die legendären Schlüssel Salomons handelt. Tja, und da bin ich immer auf Ihr physikalisches Grundproblem der sogenannten Weltformel gekommen. Wie bin ich aber jetzt genau auf dieses Problem gestoßen? Nur um die Frage zu beantworten, müssen wir noch mal kurz einen Schwenk in meine Vergangenheit machen. Sehen Sie, Sie müssen nicht nur wissen, wie dieses physikalische Problem zu lösen ist. Sie sollten auch wissen, wie das alles entstanden ist. Das ist nicht einfach so zufällig entstanden. Und zwar müssen wir noch mal über 20 Jahre in meine Vergangenheit zurückreisen. Vor über 20 Jahren, da lebte mein Vater noch und ich sagte Ihnen vorhin, da war meine Welt noch in Ordnung. Ja, ich hatte eine sehr schöne Kindheit, haben mir meine Eltern ermöglicht, eine sehr schöne Jugend. Mir hat es an nichts gemangelt. Ich habe viele Partys gefeiert, viel getrunken, viel Blödsinn mit meinen Freunden gemacht, viel Blödsinn erlebt. Aber das haben wir nicht nur gemacht. Wir haben uns jeden Freitag immer in unserer Stammkneipe getroffen. Ja, wir hatten immer so 2 Stammtische und es kamen immer sehr viele, also relativ viele Leute. Immer mindestens 10, manchmal 15, manchmal über 20. Es war immer unterschiedlich. Und ich hatte gerade meine Bundeswehrzeit hinter mich gebracht und habe mit meinem Studium begonnen. Und 2 meiner besten Freunde, der eine heißt Gerhard, der andere heißt Mathis. Beide haben sie Physik studiert, erfolgreich Physik. Der Gerhard ist heute erfolgreicher Professor, hat einen eigenen Lehrstuhl in Münster. Mathis hat ebenfalls erfolgreich Physik studiert und ist heute im Bereich IT tätig. Und wir saßen da so, es waren noch nicht viele Leute am Tisch. Und
Die beiden mussten wohl gerade im Grundstudium das Thema Weltformel besprochen haben. Denn der Mattes erzählte mir plötzlich davon. Er erzählte mir da was von 4 Grundkräften. Eine davon war die Gravitation. Und das Ganze nennt sich Weltformel und dass das wohl ein Riesenproblem in der Physik wäre. Und plötzlich sagte er zu mir, wer das Problem löst, der ist der Größte. Der hat ausgesorgt, der braucht sich um nichts mehr zu kümmern. In dem Moment, wo er das zu mir sagte, guckte ich ihn an und sagte zu ihm, tja, dann löst doch das Problem. Daraufhin war er am Lachen. Ja? Und sagte dann, das ist unmöglich, sagte er. Das schafft keiner, sagt er. Nee. Da haben sich schon ganz andere Größen dran versucht, sagt er. Nee, das ist unmöglich. Und plötzlich spielte er mir den Ball zurück und sagte zu mir, löst du doch das Problem. In dem Moment war ich am Überlegen. Ich erinnerte mich an meine Schulzeit zurück, die ja noch gar nicht so lange zurücklag. Ich erinnerte mich an meinen Physikunterricht und kam zu der nüchternen Erkenntnis, nö, kein Bock. Sehen Sie, dazu müssen Sie wissen, der Physikunterricht, so wie er mir damals vermittelt worden ist, ja, der war für mich langweilig. Das war überhaupt nicht meine Welt. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich nicht für wissenschaftliche oder physikalische Fragestellungen interessiere. Ganz im Gegenteil. Ja, ich gucke sehr gerne Wissenschaftsdokumentationen. Ich lese auch nur Sachbücher, also Krimis, Romane, das bringt mir nicht viel. Also ich bin schon wissenschaftlich sehr interessiert, aber die Physik und dieses Problem, das hatte mich damals gar nicht interessiert. Und damit war das Thema für mich erledigt. Warum erzähle ich Ihnen nun diese Geschichte? Nun sehen Sie, über 20 Jahre später holt mich dieses Thema wieder ein. Und als ich mich mit diesem Buch beschäftigt habe, von dem ich hier rede, wusste ich, dass eines der größten Probleme der Menschen eben ihre Theorien der Physik ist. Ich wusste gerade mal, es geht um 4 Grundkräfte. Eine davon war die Gravitation, das Ganze nennt sich Weltformel. Aber mehr wusste ich nicht. Also was habe ich gemacht? Ich habe recherchiert. 4 Wochen lang habe ich recherchiert. Nach 2 Wochen kam die nüchterne Erkenntnis. Sehen Sie, wenn Sie sich mit diesem Thema beschäftigen, dann werden Sie sehr schnell feststellen, dass das so ohne weiteres gar nicht zu begreifen ist. Der eine erzählt es so, der andere erzählt es so. Wiederum andere erzählen teilweise die Physik so kompliziert, dass ich mich frage, ob die das wirklich selber alles verstehen. Und Sie werden auch immer wieder ein Phänomen feststellen, überall taucht irgendwo doch das Gleiche, dasselbe auf. Ja? Da wird ein bisschen hier Gravitation da erzählt, ein bisschen Quantentheorie, aber so ein richtiger Problemansatz, den werden Sie kaum finden. Da habe ich gesagt, so funktioniert das nicht. Hier muss System, hier muss Struktur rein. Also, was habe ich gemacht? Ich habe weitere 2 Wochen recherchiert. Ich habe gesagt, mir muss es gelingen, die Hauptprobleme dieser Theorie zu finden. Hauptprobleme, Hauptaussagen von Wissenschaftlern, nicht von irgendwelchen Wissenschaftlern, nein, wenn es geht, von namhaften Wissenschaftlern, zum Beispiel Nobelpreisträger. Wie gesagt, die habe ich gesucht und auch gefunden. Insgesamt habe ich 7 Hauptaussagen gefunden. Am Anfang waren es 6, etwas später sind es 7 geworden. Und diese 7 Hauptaussagen, die werde ich Ihnen jetzt nennen. Und jetzt, sehr geehrte Wissenschaftler, Forscher und Suchende, jetzt hören Sie bitte genau zu, denn jetzt steigen wir in das physikalische Grundproblem ein.